Irgendwo werden wir wohl ich vermute der. Julienne never used to be so fixated on combat. Now it is like she cares about nothing else. It is as if she was become a completely different person. Okay, der hilft uns nicht. So, wo ist das Bankett? Alter, hier ist das Bankett. Voll das fette Feuer. Huh? What are they doing? A knight must never turn his back on a monster, no matter the ich weiß nicht. You must remember this always. Unless our hearts are as one, our kingdom shall never be restored. Yet despite this, in our last battle against the monster, these two young knights attempt to turn tail and flee. Not only in his unbefitting conduct for a knight, it is an impediment to our Sprachfehler grad. Knightdom's station. In this glorious and honorable name of our kingdom, I, Julienne, hereby sentence these two men to death. Was? Please, wait, we didn't try to turn tail. We had no choice but to turn our backs on the monster to aid a child who had failed to escape. Silence! Enough of your flexible excuse. Why, Lady Julienne? Before you would command us to always prioritize human life over combat. So why do you now lust for violence so? Do you take pleasure in doing battle with the monsters? Not only are you blind to your failing, but your attention to turn the blame onto me. Despicable. Simply inexecutable. Whoa, come on. It's just... Heute klappt das nicht so mit dem Sprechen. Is this your idea of a banquet lady? This is crazy. Aha, it is the heroes who saved our village. Is something wrong? There's no need to execute them. We want to cross the ice. Ja, es gibt keinen Grund, sie zu. Damn right there aren't. What are you, crazy? What the hell is carrying on like this in front of our own people possible can accomplish? The people of the village look up to you so much. Why are you doing this? What? Why are you trying to kill the very people you are supposed to be protecting? We must protect the lives of those who will create the future. Ha! You are to lecture me on the preeminence of life, are you? You travelers, judging by both your performance in battle and the ton you now take. It would appear you are not in fact mere travelers at all. What noble cause is this journey of yours in aid of? Pray tell. The future of this land and the lives of everyone in it. That's what it's that's what it is in aid of. The future of this land and the lives of everyone in it? I see. I had my suspicion, but now it is serene. You are the sacrifice, and here and her party, are you not? Alter, okay, was ist denn... Be gone! Alter, was ist denn... Was ist denn los mit... Kier? Why? Why is the sacrifice alive? Alter, was ist denn los mit der? Lady Julienne, please control yourself. Quickly, carry her highness inside at once. Was ist denn los mit ihr? Kier! Kier, are you right? You are not injured, are you? I'm done for. I never make it. Erstmal ganz theatralisch sterben. If you have got that much energy left, I think you'll be fine. Hey, right at the last moment I used my magical energy to soften the blow, you know? Any regular person wouldn't be lucky to get away with their life. Anyway, what the hell happened to Julienne just now? Man, das ist... Forget about her. If we are going to leave her, let's do it now. We do still need someone to show us across the Floberg water through.
Why don't we take another look around, just in case? Alter, da frage ich mich aber wirklich, was mit ihr los ist. Und ich möchte jetzt erstmal speichern. Deswegen gehen wir erstmal ganz kurz aus dem Village raus, wenn wir dürfen. Wir dürfen nicht. Nee, was ist denn mit ihr los, Alter? Die ist voll gewalttätig. Gegenüber ihren eigenen Leuten, gegenüber uns, gegenüber der Sacrifice, also gegenüber Setsuna. Warum ist sie noch am Leben? Warum möchte sie, dass sie tot ist? Ich vermute mal, weil sie wirklich, so wie Niert schon gesagt hat, dass sie einfach nur geil auf Kämpfe ist. Die ist einfach nur noch geil auf Kämpfe. Ich sammle hier unten das schnell nochmal ein, weil ich habe das Gefühl, dass das selten ist. Nee, ich glaube, die ist einfach nur geil auf Kämpfe und deswegen... Naja, wenn sie Sacrifice alle Monster vernichtet, so gesehen, mit ihrem Leben, hat sie nichts mehr zum Kämpfen und so gesehen nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Für sie. Und deswegen möchte sie vielleicht auch nicht, dass Setsuna ihre Reise zu Ende bringt. In the Old Kingdom, there were people known as... Ah, ja, gut. Lady Julienne is simply tied, thus to the instant combat of late. At least that is what I believe. Ja. Rein kann ich da nicht, ne? It's locked, ja. I do not know what has brought about this change in Lady Julienne. Lilius has known her silent childhood. Perhaps he can tell you something. Ah, okay, der kann uns... Lady Julienne still hasn't regained conscientiousness. I wonder what could have cursed his Mann, heute ist echt scheiße mit reden, muss ich sagen. Sorry echt dafür, heute habe ich echt Wurm drin. Yes, what is it? Take us across the ice. We have met you somewhere before. Me? But right now I cannot possibly. You're that guy Julienne knocked out, cold, ain't you? Yes, that's me. Would you please tell us a little about Julienne? I get the feeling she isn't her normal self right now. So you can tell... where should I begin? When we first got her, you were argued with Julienne, right? What was that about? What was the day she changed? What is your relationship? Okay. Ja, wie ist deine Verbindung zu ihr? Oder, naja, was war an dem Tag, als sie sich, naja, verändert hat? Fragen wir das mal. I remember it vividly. One day, when out slaying monsters, she ended up stranded. Stranded? Word reached the village that she and her companions had been caught up in an avalanche. Julienne should have been alright, but she went back for a lone night who failed to get away in time. There was a furious blizzard, and eventually we gave up all hope that she could have survived. But then, one day, a month or so later, Julienne returned to the village alone. Most people rejoiced and called it a miracle, but some were puzzled. Thinking about it logically, survival should have been impossible. All I know is that ever since that day, Julienne has changed. Sometimes she is so cruel and ruthless that I cannot even believe it is her. But everything she does for the sake of the people. At least, that is what I thought. So what did you mean about Julienne's asking you for help? Julienne came to me with a request. She said that if she were to ever turn her blade against an innocent person, if that ever happened, then she wanted me to lock her away, somewhere far away from anyone. Lock her away? That's a pretty odd thing to ask someone to do, ain't it? Something is happening to Julienne. I was worried, so I talked it over with the man from the magic consortium here in our village. He said it may be possible to return her to her old herself, but to do so I need a certain medicine. So buy it for her? He will not sell it to me. He say he would only give it to me in exchange for a spirit stone
carried by a serrated monster. Defeat the monster then. I'm not strong like you. Please, help Julienne, I beg of you. We'd love to help you, kid, but, well, you know. Alright, we will do it. What? Come on. But we too have a condition. A condition? If we get the medicine in exchange for the Spritnite, you will help us get across the Floberg waters. How about that? Huh. Really? All I need to do is help you across? You better keep your word. He doesn't look very... Ja, du hältst besser dein Wort. Of course, I promise. You think he's really up to it? Thank you, thank you. Come, let us talk to the person from the Magical Consultorium and find out the details. Aha, also irgendwann haben sie, ich versuche das Ganze mal wiederzugeben, irgendwann haben sie, also sie mit ihrer Rittertruppe ist halt mal rausgegangen, haben gegen Monster gekämpft, aber, wurden quasi überrannt, mussten fliehen, einer konnte nicht rechtzeitig fliehen und ist irgendwie zurückgeblieben und Julienne ist dann zurückgegangen oder hat versucht zurückzugehen während eines starken Blizzards und ist, verschwunden. Sie ist halt einfach verschwunden über einen längeren Zeitraum, da stand jetzt Tage, Wochen, Monate oder noch länger, das weiß er nicht mehr so genau, auf jeden Fall für einen ziemlich langen Zeitraum und irgendwann kam sie dann einfach wieder. Aber halt mit dieser Mordlust gegenüber den Monstern und jetzt fragen wir uns natürlich, was da passiert ist. Fragt sich der Typ da auf jeden Fall, was da passiert ist und der vom magischen Zirkel hier sagt, dass man sie wieder normal machen kann, aber er braucht dafür, so ein Spritnite Stone. Und den kriegt er nur von einem Monster. Aber der kleine Typ da kann nicht gegen Monster kämpfen, deswegen müssen wir das jetzt übernehmen. Aber wir müssen uns erstmal fragen, gegen welches Monster wir kämpfen sollen. Julienne never used to be so fixated on combat. Now it is she likes care about nothing else. Achso. Ja. Entschuldigung. Did you want something? Oh, it's you again. You want to save her, right? It's like I told you last time, pal. You need to bring me the Spritnite. So, are you up to it or not? Don't worry about it. Tell us what we need to do. Mach dir keine Sorgen drum. Oh, hire someone help, have you? I hope you won't let me down then. Very well. If you pull it off, I will mix some medicine up speciality. There's just one condition. I will only do it is exchange for a Madara Spritnite. A Madara Spritnite? They can only be obtained from the body of a serrated monster. So you want us to defeat the monster and bring back the Spritnite stone, right? Exactly. I see. Nice and simple. Was für eine Krankheit? Kann sie überhaupt mit dieser Medizin geheilt werden? Was hat sie denn überhaupt für eine Krankheit? It's not even that you're called an illness, but she's in a very dangerous condition. But her magical energy isn't like that of a normal person. What do you mean? Magical energy flows through all living things in this world, some much more than others, of course. And magical energy has one fixed rule too. What rule's that? One person can only possess one type of magical energy. Just like blood types, everyone only has one, right? Right, yeah. You can use Spritnite to temporarily change magical energy through. Anyway, for some reason I can definitely sense two types of energy from her. Is that possible? No, not normally, but something strange is happening inside her. I can't even imagine what could have caused it. I've been watching her and she's getting worse by the day. I think she might have even lost control of her own will by now. You have been watching her? Is that how you get your kicks? Well, I'm running a business here. Doing people favors won't help put dinner on the table, right? Anyway, we need to hurry. Don't worry. Please, I beg of you,
Please, save Julienne. Once we do, you will be our guide. Wir können hier nichts versprechen. Ja, wenn wir es tun, dann bist du unser Guide, ne? Of course, I shall give it my absolute utmost. Don't worry, you can count on us. Thank you, thank you. So, all we need to do is go back to the Floberger water and defeat this monster, right? You need to defeat a monster called a Scarly. How long it takes you to find the Spritnite will depend on your luck. Well, don't give up. Kriegen wir es nochmal zu hören? Scheiße. Na, vielleicht so. Nee, ist falsch. In Scarly oder so, oh Gott. Okay, irgendwo da hinten beim Wasser sollen wir das bekommen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann ein Scarly besiegen. Der soll diesen besonderen Spritnite haben. 2 Personen. Kann das sein, dass irgendein Geist sie übernommen hat oder sowas? Der jetzt in ihr wohnt? Und den wir so gesehen jetzt rausschmeißen müssen mit diesem speziellen Stein oder mit dieser speziellen Medizin. Erstmal neuer Speicherpunkt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwas sie halt übernommen hat. Ich glaube, wir mussten nach oben. Da blinkt was. Irgendein böser Geist hat sie auf jeden Fall übernommen. Alright, let's do this. So, this monster called a Scarly has the Spritnite, right? He said it would be down to luck, which means they won't necessarily have one. Let's do our best. Lilia's counting on us too. Okay, ein Scarly. Was ist denn hier überhaupt ein Scarly? Seid ihr Scarlys? Seid ihr Scarlys? Sehe ich die Namen irgendwo? Nö, ist kein Scarly. Warte, da machen wir es auch mal anders. Take. So, gleich mal volle Elle reinhauen. Ach ja, ich kann ja auch H drücken, stimmt. Habe ich vergessen. Bumm. Ach ja, das war ja gar kein AOE. Verdammt. Bumm. Yeah, Alter, das macht Damage. Alter, das macht Damage. Das hat jetzt echt Damage gemacht. Okay, das waren jetzt aber nicht die Dinger, die wir besiegen sollten. Scarly. Da sind wieder welche. Das dicke Ding wird auch kein Scarly sein, oder? Nö. Und bumm. Sehr schön. Und weg. Sehr geil. Alter, wir sind richtig stark geworden. Nur mal so gesagt, wir sind gerade richtig stark geworden mit den neuen Waffen. Muss der sich denn hier aufhalten, der Scarly? Und bumm. Ja, wir machen auf jeden Fall Damage. Okay, das ist hier gerade echt leicht durchzukommen. Nur mal so gesagt. Aber wir sollten vielleicht auch mal halt die anderen wieder nehmen. Scarly. Da oben. Isley Kelp. Hier kommen wir nicht lang, ne? Das ging ja nur mit dem Führer. Also mit einem, der uns führt. 18, ja, wir könnten eigentlich... Ja, eigentlich könnten wir... Weil wir wirklich, glaube ich, alle... Oder? Muss man alle leveln? Wäre das besser, wenn man alle... Ich meine, ich kann ja im Kampf nicht tauschen. Also eigentlich ist es doch dann egal, oder nicht? Wo kriegen wir denn jetzt hier ein Scarly her? Oh, hier unten können wir... Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Bin gerade verwirrt. Oh, hier waren wir doch schon. Bin doch nicht mehr verwirrt. Dann waren wir hier noch nicht. Okay, hier ist auch nichts. Okay, da kommen wir nicht rüber. Müssen wir jetzt die ganze Zeit hin und her laufen, um das Scarly zu finden? Ist das, was mir das Spiel jetzt sagen will? Also, lief hin, her. Da kommen wir überall nicht lang. Die Monster tauchen auf, wenn wir hin und her laufen. Es bedarf Glück, dass wir das Scarly finden. Das ist schon ein bisschen bitter. Kommen sie wieder, die Monster? Ja.
Aber ein Scarly war da jetzt nicht bei. Bumm. So, hoffentlich alle. Sehr gut, danke. Na, da können wir sie erstmal hier ein bisschen leveln, ja. Auf der Suche nach einem Scarly. Soll das denn wirklich hier sein? Bob. Bob. Sehr schön. Yay, Setsuna ist Level 18. Sehr gut. Ich glaube, hier tauchen immer nur dieselben auf. Ich bin mir auch leider absolut nicht sicher. Alter, der haut sie hier wirklich alle sowas von weg. Ich finde den gerade total geil, den. Scarlys? Könnten das Scarlys sein? Scarlys! Hey, cool! Bumm. Ah, der eine lebt noch. Lebt immer noch. Naja, gut, macht nix. Okay, sie tauchen hier also irgendwann mal auf. Ich wollte seinen Mana sparen, hätte ich vielleicht. Die geben auch schön Prozente, ja. Madara Spritnite. So, sehr schön. War ja... Ging schneller als gedacht. Ging schneller als gedacht, haben wir jetzt doch bekommen. Au. Den können wir jetzt ja wieder zurückgehen. Und ihnen 3 dieser Spirits sogar geben. Und der Kleine kann nicht die Pinguine besiegen? Das ist schon ein bisschen bitter. Da würde ich mir echt Gedanken machen.